Ja, unser Chef hat ein kleines Projekt mit 10 verschiedenen Mitarbeitern und schüttet dafür noch eine Prämie von 6.000 Euro aus. Jeder Mitarbeiter bringt sich unterschiedlich ein, macht unterschiedliche Stunden für dieses Projekt und wir wollen jetzt ausrechnen, hier erstens einmal die Arbeitszeiten, von wann bis wann hat jemand gearbeitet, abgerechnet wird Minuten genau, dann werden hier die Pausen eingetragen und hier hinten die Gesamtstunden des Tages. Dann wollen wir hier hinten die Stunden gesamt berechnen lassen und dann anschließend die Prämie, die jeder Mitarbeiter bekommt. Und dann sollte hier unten bei der Summe das gleiche rauskommen wie hier, was der Chef an Prämien ausschüttet. Ich könnte das jetzt auch jederzeit ändern auf 12.000. Dann ändert sich natürlich auch die Prämie hier. Jetzt bleiben wir mal realistisch. 6.000 Euro gibt es Prämie für 45 Stunden und wir wollen jetzt gemeinsam beginnen, diese Liste zu bearbeiten. Also hier wird eben die Startzeit, Arbeitszeitende, Pause, das wird alles automatisch berechnet. Ich öffne nun ein neues LibreOffice Calc-Dokument, schreibe hier vorne das Datum rein, dann einen Vornamen brauchen wir, die Arbeitszeit, den Start und Arbeitszeitende. Das werden wir vorhin auch ein bisschen einfacher halten. Arbeitszeit Start, Arbeitszeitende. Das Ganze werde ich einmal ein bisschen vergrößern, die Schriftart auf 15, damit ihr das besser sehen könnt. Dann haben wir eine kleine Pause, die wir noch eintragen möchten und die Gesamtstunden des Tages. Wir beginnen am 5.6.23. Die erste Mitarbeiterin ist die Anna. Die beginnt um 6 Uhr und hört um 14.30 Uhr auf. Wir wollen das Minuten genau haben, das heißt, wir wollen das einmal hier formatieren, diese ganzen Felder. Ich markiere mal diese beiden Spalten mit der gedrückten linken Maustaste. Hier gehe ich dann rein, drücke die rechte Maustaste, Zellen formatieren. Und da wir jetzt das Minuten genau haben wollen, suche ich mir hier Uhrzeit aus und hier oben 13:37. Dieses Format möchte ich haben und drücke OK. Dann haben wir hier die Minuten. Dann macht die Anna eine Pause von 0,5 Stunden. Das möchten wir auf 2 Dezimalstellen haben. Markiere wieder diese Spalte mit der gedrückten linken Maustaste, wieder rechte Maustaste, Zellen formatieren. Dezimalzahlen auf 2 Kommastellen. So, 0,5 Stunden. Und jetzt wollen wir noch die verschiedenen Mitarbeitern, das werde ich jetzt aber reinkopieren, damit ihr mir hier nicht zuschauen müsst. Hier eben 10 Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter arbeitet, wie er eben Zeit hat. So, jetzt habe ich einmal hier für alle Mitarbeiter das Datum eingetragen. Den Namen, der wiederholt sich natürlich hier auch in dieser Liste. Hier die verschiedenen Arbeitszeiten eingetragen, Startzeit, Endzeit und die verschiedenen Pausenzeiten. Und jetzt wollen wir hier hinten berechnen die Gesamtzeit des Tages. Am 5.6. hat die Anna von 6 bis 14.30 Uhr gearbeitet mit einer Pause von 0,5 Stunden und hier hinten wollen wir eine Gesamtzeit stehen haben. Das Ganze funktioniert mit einer sehr einfachen Formel. Ich gebe hier mal ein ist gleich hier die Arbeitszeitende, also D2. Hier tippe ich mit der linken Maustaste rein. Muss das Ganze in Klammer setzen, Klammer auf vor D2. Dann minus C2, also den Arbeitszeitstart. Dann setze ich die Klammer wieder zu. Tippe mal 24, weil wir im 24-Stunden-Format arbeiten, minus der Pause und da tippe ich einfach wieder hier rein auf die 0,5
E2, das Feld E2. Und dann bestätige ich das Ganze mit der Enter-Taste. Und haben wir hier jetzt 8 Stunden. Falls das jetzt nicht so ausschaut, markiere ich einfach diese Spalte F, rechte Maustaste, Zellen formatieren und Dezimalzahl Standard. Das möchte ich auf 2 Stellen genau haben und tippe auf OK. Und das Ganze kann ich jetzt eigentlich hier so nehmen, bis hier so ein Fadenkreuz wird, drücke die linke Maustaste und ziehe diese Formel nach unten weg. Zack. Und hier haben wir schon unsere Stunden für alle Mitarbeiter. Das können wir jetzt kontrollieren. Von 8 bis 16 Uhr hat der Franz gearbeitet mit einer Dreiviertelstunde Pause. 8 bis 16 Uhr sind 8 Stunden, minus 0,75 sind 7,25. So, jetzt wollen wir vom gesamten Projekt die Gesamtstunden für jeden einzelnen Mitarbeiter haben. Da gehe ich einmal hier hinten auf Vorname. Schreibe hier noch einmal alle Namen rein, Vorname, dann schreibe ich auf K die Stunden, Gesamt rein und eine Prämie wollen wir noch haben. Bessern das Ganze wieder auf Schriftgröße 15, damit ihr das besser lesen könnt. Und hier die Vornamen, die kopiere ich gleich einmal alle raus. Die 10, ist wichtig, dass die richtig geschrieben sind. Kopiere, Steuerung V und hier haben wir mal unsere Namen wieder. So, nun wollen wir hier hinten die Gesamtstunden jedes einzelnen Mitarbeiters haben. Also hier, die Anna hat hier 8 Stunden gearbeitet, hier hat sie am 6. 4,5 Stunden gearbeitet und so weiter und so fort. Das wollen wir jetzt allerdings nicht händisch ausrechnen, sondern mit einer Formel. Keine Angst, das ist eine relativ lange Formel, aber wenn ihr die einmal eingetragen habt, funktioniert das Ganze. Also ich gehe mal hier auf Stunden Gesamt, ist gleich Summenprodukt, mache jetzt zweimal die Klammer auf, gehe dann auf B2, hier beginnt unsere Liste, setze das Ganze als absoluten Wert mit der F4-Taste, mache einen Doppelpunkt und schreibe hier rein B zum Beispiel 100. Bis B100 geht unsere Liste, ist zwar jetzt nicht so lang, aber wir können sie ja dann erweitern, wenn wir wollen. Gehe hier dann noch einmal rein, drücke noch einmal auf F4 und schon haben wir noch einmal einen absoluten Bezug. Absoluter Bezug heißt, wenn ich jetzt schlussendlich diese Formel fertig habe, möchte ich, dass auch beim Bertram von B2 bis B100 berechnet wird, beim Franz, bei der Getraude und so weiter. Und wenn ich diesen absoluten Bezug nicht hätte, würde er beim Bertram von B3 bis B101 berechnen. Das wollen wir natürlich nicht. So, und jetzt wollen wir noch wissen, was soll er berechnen? Ist gleich, und zwar die Anna. Und die Anna steht auf J2. Wir wollen da nicht Anna reinschreiben, wäre auch möglich, aber vielleicht ändert sich der Name irgendwann. Deshalb der Einfachheit halber J2. Dann machen wir hier einmal die Klammer zu, dann das Malzeichen, F2. Warum F2? Hier beginnt die Spalte der Gesamtstunden und die wollen wir dann berechnen. Wir wollen schlussendlich hier alle Anna-Stunden summiert haben. F2 Doppelpunkt bis F100 und machen dann die Klammer zu. Auch hier wollen wir einen absoluten Bezug haben. Gehe hier kurz noch einmal rein, tippe auf F4 und bei F100 noch einmal einen absoluten Bezug. Bei J2 machen wir keinen absoluten Bezug, weil da soll dann J3 für den Bertram, J4 für den Franz, J5 für die Getraude und so weiter stehen. Dann drücke ich die Enter-Taste und hier haben wir bereits die Gesamtstunden der Anna. Jetzt kann ich ganz einfach hierher gehen mit diesem Fadenkreuz, gedrückte linke Maustaste und ziehe das dann nach unten weg. Und hier habe ich schon die gesamten Stunden. So, jetzt hat unser Chef noch eine Gesamtprämie von 6.000 € ausgeschrieben. Wir wollen jetzt
die anteilig ausschütten diese Prämie. Und da brauchen wir wieder eine kleine Formel. Ist gleich, Klammer auf, K2 dividiert durch die Summe, Klammer auf, K2 K11, Klammer zu, noch einmal zu, mal der Prämie, der Gesamtprämie, da tippe ich jetzt einfach rein, weil die könnte sich ja im Laufe der Zeit ändern, O1. So, jetzt haben wir hier 483 Euro. Wir müssen hier jetzt noch einen absoluten Bezug schaffen, und zwar die Liste bleibt immer K2 bis K11. K2 hier ändert sich mit, weil beim Bertram ist dann K3, beim Franz K4 und so weiter, aber hier ist der absolute Bezug K2 bis K11. Diese Liste wird immer berechnet, F4 und auch hier F4. Und die Prämie hinten natürlich, die brauchen wir auch noch einen absoluten Bezug O1. Da bleibt auch immer hier die Prämie gleich. Muss ich nochmal F4 tippen, Enter-Taste. Und jetzt kann ich hier ganz bequem hier wieder auf diesen kleinen blauen Punkt hier unten oder ein kleines Quadrat, linke Maustaste, und ziehe mir einfach die Formel hier unten weg. So, und wenn jetzt alles richtig ist, und das hoffe ich doch sehr, dann müsste hier unten die Summe, können wir hinschreiben, ist gleich Summe, Klammer auf, markiere hier alle Beträge und tippe die Enter-Taste, hier die 3 Raute-Zeichen, die Spalte ist zu eng, und dann haben wir hier eine Gesamtsumme von 6.000 Euro. Also wenn ich euch jetzt weiterhelfen habe können bei eurem Projekt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo umso mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal vielleicht. Baba, Servus und auf Wiedersehen.